Wenn du gehst, gucken alle sofort zu dir, weil dein Kiefer mega doll knackt. Woher kommt dieses Geräusch? Ist es gefährlich? Und was du dagegen machen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Geräusche bei Mundöffnung kommen häufig wegen einer Diskusverlagerung. Hä? Was ist denn eine Diskusverlagerung? Im Kiefergelenk gibt es eine Weichteilstruktur, ähnlich wie ein Meniskus im Knie. Beim Öffnung des Mundes bewegt sich diese Struktur nach vorne und diese Bewegung wird von einem Muskel verursacht. Wenn es aber eine Disbalance dazu kommt zwischen die Beweglichkeit von diesem Diskus und die Bewegung vom Knochen, von dem Gelenk selber, kann es zu diesen Geräuschen kommen. Der Diskus an sich, der wird nach vorne bewegt von einem Muskel, der Musculus pterygoideus lateralis. Dieser Muskel setzt an dieses Diskus an und zieht den nach vorne. Außerdem ist dieser Muskel daran beteiligt, dass du deinen Mund öffnest und dass es auch zur Seite wegbewegen kannst. Da der Kiefer, die beiden Gelenke rechts und links verbunden sind mit dem Unterkiefer, heißt es, dass diese Muskulatur auf der rechten und der linken Seite den gleichen Tonus haben müssen, die gleiche Spannung und auch die gleiche Kraft. Wenn es so nicht ist, kann es sein, dass eine Muskel mehr zieht als der andere und dadurch hast du eine schräge Mundöffnung und der Diskus wird mehr von einer Seite gezogen als von der anderen. Dieses Geräusch ist prinzipiell erstmal nicht gefährlich. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass die Muskulatur nicht so gut arbeitet, wie es eigentlich soll. Und was du dagegen machen kannst, damit du endlich dieses Geräusch los wirst, zeige ich dir jetzt. Dieser Muskel, der pterygoideus lateralis, der macht hauptsächlich 3 Bewegungen. Das erste, wenn beide Muskeln gleichzeitig aktiviert werden, ist die Mundöffnung. Das zweite ist das nach vorne Schieben von dem Unterkiefer. Und die dritte Bewegung ist das Verschieben seitlich. In dem Fall jetzt, wenn du den Kiefer zu der linken Seite verschiebst, ist dann der rechte pterygoideus lateralis mit beteiligt. Um eine gute Biomechanik von diesem Muskel zu erreichen, sollte der die normale Spannung haben, aber auch die normale Kraft. Und um die Spannung der Muskulatur zu verbessern, kannst du diesen Muskel auch massieren. Diese Übung ist besonders indiziert, wenn du mit dem Knacken auch nur Schmerzen am Kiefergelenk hast. Diesen Muskel, der geht von den Inneren, von dem Keilbein seitlich bis zu dem Kiefergelenk. Um diesen Muskel am besten zu erreichen, solltest du mit dem Finger innerhalb vom Mund arbeiten. Du presst deine Zähne zusammen und als erstes wirst du den Masseter spüren. Das ist ein großer Muskel, den spürst du hier aus der Außenseite. Wenn du jetzt von innen ertastest, solltest du die Zähne zusammenbeißen. Dadurch kannst du ganz genau diese Linie von diesem Muskel spüren und dann verfolgst du diese Linie bis nach oben Richtung Ohr hin. Wenn du unterhalb von diesen Jochbeinknochen bist, da drehst du deinen Finger jetzt nach innen Richtung Schädel und leicht nach oben, so in 45 Grad nach oben Richtung Ohr. Es kann gut sein, dass du genau dort auch einen schmerzhaften Punkt erwischt. Da befindet sich der pterygoideus lateralis. Den Finger außen ran, nach oben bis unten den Jochbein. Den Finger nach innen drehen, sodass der Fingernagel nach außen schaut und dann nach oben massieren. Du gehst mit dem Finger außerhalb von der Zahnreihe, beißt die Zähne zusammen, dann wirst du erstmal diese Spannung von dem Masseter spüren, dann spürst du diese Knochenkante hier seitlich, drehst den Finger weiter nach innen und versuchst in den Bereich jetzt zu massieren. Wichtig dabei ist, sei sanft zu dir. Zu viel Druck bringt nicht viel, außer dass du mehr Schmerzen hast. Du hast im Alltag Beschwerden mit dem Bewegungsapparat und möchtest selber mehr für deine Gesundheit tun? Dann abonniere meinen Kanal.
Hier bekommst du wertvolle Tipps und Übungen für deine Gesundheit. Bei der zweiten Übung geht es darum, dass du die Koordination zwischen der rechten und der linken Seite wieder trainierst. Und dafür brauchst du jetzt einen Spatel. Den solltest du zwischen die Zähne platzieren und dann solltest du den Unterkiefer nach vorne bewegen und dann auch seitlich bewegen. Wichtig dabei ist, dass du eine Symmetrie hast, das heißt, genauso weit wie du den Kiefer zu der rechten Seite bewegst, solltest du den auch zu der linken Seite bewegen und auch nach vorne und wieder zurück. Diese Übungen dürfen keine Schmerzen auslösen und du solltest die Bewegung nur so weit durchführen, bis du keinen Knacken spürst. Wenn du dieses Knacken auslösen kannst, solltest du am besten kurz davor aufhören und dann zu der ursprünglichen Haltung wieder zurückgehen. Am besten machst du es vor dem Spiegel, damit du dich selber kontrollieren kannst. Und es sollte so aussehen. Pro Bewegungsrichtung solltest du mindestens 15 bis 20 Wiederholungen durchführen. Das heißt, nach vorne und zurück 20 Mal, nach rechts 20 Mal und nach links 20 Mal. Und die letzte Übung ist auch für die Koordination bzw. für das Gleichgewicht von diesen beiden Muskeln auf die rechte und der linke Seite. Dafür platzierst du deine Zunge oben am Gaumen und da sollte die auch die ganze Zeit bleiben. Mit der Zunge oben am Gaumen machst du dann den Mund auf. Wichtig ist, dass du versuchst, in eine Linie zu bleiben. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass dein Kiefer abweicht. Achte darauf, dass du auf eine Linie bleibst, die Zunge bleibt oben am Gaumen und mach diese Übung nur so weit, bis du dieses Knacken nicht auslösen kannst. Schließ dann den Mund wieder und wiederholst es. Und bei jeder neuen Öffnung versuchst du einen Tick weiter den Mund zu öffnen, ohne dass du dabei den Zungenkontakt oben am Gaumen verlierst. Und diese Übung soll dann so aussehen. Zunge oben an den Gaumen und dann den Mund öffnen. Dadurch, dass die Zunge oben am Gaumen fest ist, hast du eine bessere Führung für die Bewegung. Achte darauf, dass deine Schultern relativ auf einer Ebene sind, dass du aufrecht stehst und dass deine Kopfhaltung jetzt nicht so weit nach vorne ist. Eine gute Haltung von der Halsbereich hat auch einen positiven Effekt auf dein Kiefertraining. Auch hier solltest du die Mundöffnung für mindestens 20 Mal wiederholen. Am besten in 3 bis 4 Serien pro Tag. Probiere diese Übungen aus und mache sie mindestens einmal täglich. Übernehme die Verantwortung für deine Gesundheit und du wirst überrascht sein über das Ergebnis. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!